und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich freue mich, dass du mit mir zusammen meine Projekte anschauen möchtest. Ich habe zwei alte, ein neues und einmal das Tuch, wo ihr die Anleitung bekommt. Nur noch mal zum Zeigen, weil bei dem Tuch waren Fragen oder eine Frage. Das wollte ich euch nur noch mal genau zeigen. Ja, nochmal als kleine Info, dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Projekten. Ja, dann kommen wir auch schon zu dem Tuch. Oder komme ich jetzt auch schon zu dem Tuch? Das Tuch, die Anleitung, kommt diese Woche, entweder am Sonntag oder am Donnerstag. Und das hier ist mit der Garn von der Wollbiene Flair gehäkelt. Hat 1000 Meter, ist 100% Baumwolle. Und wie gesagt, das hier ist von der Wollbiene. Ich hatte diesen Knäuel aber noch einmal und da war es von Wolle 1000. Den hatte ich ja an einen von euch weitergegeben. Genau. Und hier ist auch noch mal die Farbnummer. Und da kommt ihr zum Shop von der Wollbiene. Da hatte ich auch ein Unboxing dazu gemacht, aber genauso wie von Wolle 1000 auch. Also den bekommt ihr da und da. Bekommt ihr wahrscheinlich noch bei anderen Anbietern. Nur meine beiden waren halt einmal von der Wollbiene und einmal Wolle 1000. Ja, dann habe ich noch an meiner Decke weitergehäkelt. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob das vielleicht nicht doch ein Seelenwärmer wird. Oder vielleicht werde ich hingehen und werde das hier als die Babydecke machen. Denn ich finde, die ist schön dicht. Wobei ich nicht weiß, wie das hier mit dem Zopfmuster ist. Ob das nicht vielleicht zu fest ist. Mal schauen. Die Mama will noch gucken. Ich habe sie gefragt. Und sie ist sich noch nicht so sicher, die werdende Mama, ob sie eher in rosa gehen möchte oder ja, in neutralere Farben. Das will sie sich noch überlegen. Aber sie sagt mir Bescheid und das finde ich ganz gut. Und dann werde ich ihr auch mal hier das Muster zeigen, ob ihr das so gefällt oder ob sie eher was Schlichteres haben möchte. Das darf sie sich dann aussuchen. Ich glaube, so ist der beste Weg, denn nur so, wenn man den Geschmack der Leute gut trifft, sozusagen, oder sie mit einbezieht, dann wird das auch garantiert eine schöne Sache, wo sie sich freuen. Und dann werden sie die Sachen auch immer weiterhin benutzen. Ja, zumindest habe ich das so gemacht. Ich habe mir damals bei meinem Sohnemann so einen Teddy-Anzug genäht für ihn, wie er noch in dieser Babyschale gelegen hat. Also war er noch ganz klein. Und den Stoff dazu hat mir eine Freundin gekauft. Sie hat aber genau gefragt, was für eine Farbe ich möchte und wie er ungefähr sein soll, weil von der Flauschigkeit her und sowas gab es da ja auch Unterschiede. Und dann hat sie das gemacht und den habe ich auch noch genutzt, als meine Tochter dann geboren wurde. Also das ist immer schön, wenn man so Sachen hat und die dann auch mit der gewissen Person verbindet, finde ich das immer toll. Ja, jetzt aber zurück zu der Decke. Die häkle ich mit einer 5,5er Nadel. Das hier sind 2 Garne. Und zwar, die sind leider schon etwas zerfleddert. Du siehst es. Einmal
dieses Universell, das Strickwolle, Wendy, Polyacryl und Wolle, geeignet für 4er bis 4,5er Nadeln und ca. 820 Meter. Ja, das hatte ich damals, ich glaube, aus dem Center Shop gekauft. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, da war das her. Und dann habe ich noch dieses dünnere, hier die hintere Wolle. Da ist jetzt schon der zweite Knäuel sozusagen drin. Die Einhornwolle aus dem Teddy. Wobei, wo ich das jetzt gerade so lese, ich wollte eigentlich für die Babydecke Baumwolle haben. Dann werde ich doch neu kaufen. Ja. Und das waren 390 Meter. Ja. 100 Gramm. Und ich glaube, das hier ist nur Polyacryl und Polyester. Ja, Polyacryl und Polyester. Genau, und da ist wie gesagt schon der zweite drin und von dem hier erst einer. Und da habe ich ja noch ein bisschen. Ein bisschen ist noch da. Und dann schauen wir mal, wie viel das gibt. Und je nachdem, wie das dann ist, wird es halt eher eine Decke für über die Beine oder vielleicht auch ein Seelenwärmer. Wobei ich sagen muss, die ist schon kräftig schwer. Ich glaube, wenn ich die als so eine Seelenwärmerjacke mache, dann wird die wahrscheinlich rutschen, weil sie halt schwer ist. Also wird es mir so von den Schultern rutschen. Mal schauen. Aber ich glaube schon. Da habe ich irgendwie immer Probleme. Also mir rutschen die Sachen dann von den Schultern, dann muss ich es immer enger machen. Und dann gefällt mir das nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht. Wie ist das bei euch? Oder macht ihr nur so weit eure Sachen sozusagen, wie es euch halt passt, wie ich bei den Pullis oder bei den Shirts halt. Ja. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, auf jeden Fall kamen, ich glaube, 2 Reihen habe ich dazu gemacht. Ja, ich bin jetzt an der 3. Reihe, die neu dazu gekommen ist. Versetzen wir mal den Maschenmarkierer nach oben und dann darf die noch ein bisschen wachsen. Also das rosa Garn, dieses Wendy-Garn, kommt auf alle Fälle komplett rein. Und da wird auch locker noch das Einhorngarn mit reinpassen. Ja, genau. Wird immer mit Stäbchen gehäkelt. Also ist jetzt alles hier mit Stäbchen gemacht. Aber dazu wurde ich auch gebeten, so ein kleines, so habe ich es gehäkelt, Video zu machen. Und das werde ich auch machen. Diesen Zopf, den habt ihr schon. Da hatte ich ein kleines Video dazu gedreht. Und das war die Stola, da war der mit drin. Und das hier ist ja das sozusagen das Hauptmuster dazu gewesen bei der Stola. Da waren nur 2 nebeneinander und sind dann hochgelaufen. Ja, und jetzt ist halt der Zopf und die Reliefstäbchen und hier auf der Seite, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, doch sieht man, sind die Reliefstäbchen und dann so ein Kreuzmuster. Aber das ist nur gegenüberliegend sozusagen. Ja. Ja, und nächste Woche habe ich eine Woche Urlaub. Yay! Und da dachte ich, setze ich mich mal hin, gemütlich, und drehe hier die Decke noch ab. Auf alle Fälle. Und vielleicht auch schon das eine Oberteil. Ja, mal schauen. Lassen wir uns überraschen, wie weit ich komme. Ich sage das jetzt so fleißig. Und dann, weiß ich nicht, manchmal habe ich das im Urlaub, dass ich dann denke, oh nee, heute nicht, heute mache ich gar nichts. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Und dann darf man den Ganzen auch mal nachgehen und auch gar nichts machen. Ich muss jetzt gestehen, das ist der erste Urlaub im Jahr, wo ohne Unterbrechungen eine ganze Woche geht. Yay!
Aber es war auch unglaublich viel zu tun. Dann hatten wir auch Krankheitsfälle. War halt nicht so schön. Da kann man aber auch gar nichts für. Das ist halt manchmal so, wie das Leben so spielt. Ja, genau. So, und dann kommen wir hier zu meinem Rundhals-Top. Ich nenne es jetzt Top. Fertig. Ich weiß ja nie, wie ich das nennen soll, aber es heißt jetzt Top. Rundhals-Top. Das häkle ich mit einer Vierernadel. Und ja, es sind jetzt schon ein paar Farbwechsel drin. Also diese Noppen hier, die sind schon ganz schöne Garnfresser. Ich drehe es mal richtig rum, damit ihr das, damit ihr das richtig rum seht. Ja. So, mit diesen Noppen hier. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt schon 1, 2, 3, der 4. Farbwechsel. Und ich habe nicht mehr so viel Garn. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich jetzt sozusagen, wenn die Brust reinpasst, ob ich dann umschwenke auf Stäbchen. Denn das Garn habe ich nicht mehr. Und also, du siehst es, das ist nicht mehr viel. Das ist von den Märchengarn. Aus Baumwolle, Polyacryl, Polyester und Polyamid. Ja, und 300 Gramm. Es ist ein Vierfachbobbel, also ein bisschen mehr wie 1000 Meter hat er. Und es ist eine B-Ware. Ja, das hat halt Produktionsfehler, aber wie gesagt, mir fällt das nicht auf. Ich weiß nicht wo. Ist auch nicht schlimm. Ich brauche das auch nicht zu wissen, denn dann stört es mich nicht. Ja, und ja, wie gesagt, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich dann das Grau hier noch in dem Muster mache und dann umschwenke auf Stäbchen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das machen würdet. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen unsicher, weil ich habe es anprobiert und es geht mir gerade so mit der Brust, sozusagen. Ja. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ja. Das Garn wohnt hier in dem Döschen von der Miss Pimpinella, von dem Etsy-Shop. Sehr schön, gut und sicher. Also mir gefällt die Dose top. Und ich muss sagen, ich hatte sie jetzt auch mit draußen, also in der Sonne mitstehen. Eigentlich ist ja hier dieses PAL, oder ich weiß nicht, ob das hier PAL Plus ist. Soll man ja ein bisschen aufpassen mit der Sonne. Aber das hat bei mir schon in der prallen Sonne gestanden und es hat überlebt. War aber auch nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde. Aber trotzdem müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Jetzt bei der Sonne nicht direkt reinstellen in die Sonne, sondern gut ein bisschen schattig. Ja, das ist soweit. Ich habe hier ganz viel Faden. Na. Und wie ich habe es euch ja letztes Mal hier gezeigt. Ja. Und ja, das Stückchen hier, das kam jetzt dazu. Und dann versetzen wir mal den Maschenmarkierer. Ja, wie gesagt, also hierzu wollte ich jetzt auch im Urlaub ein kleines Video zu drehen. Ich setze ihn hier her. Und dann denke ich mal, kommt er auch in nächster Zeit, weil nachher wird hier nur noch nach unten gehäkelt und eine Bordüre oder sowas oder ein Rand mache ich jetzt bei dem Top jetzt nicht dran, sondern die lasse ich meistens so. Dann entweder
stopfe ich das so ein bisschen in die Hose mit rein oder habe noch ein Jäckchen drüber oder sowas. Also von daher, weil mit den Armen, ich habe halt lieber, dass die Arme bis zum Ellenbogen meistens bedeckt sind. Also so Dreiviertelarm, also auch so. Aber ja, das ist halt hier nicht gegeben. Und Arme werde ich hier aber nicht dran häkeln, weil irgendwie sehe ich hier in dem Shirt keine Arme an dem Top. Deswegen bleibt er so. Ja, aber das Muster gefällt mir sehr gut. Lässt sich auch schön häkeln. Man hat ja nur sozusagen 2 Reihen im Wechsel. Und deswegen ist das schon schön. Schön einfach. Genau. Den haben wir. Und dann habe ich noch eine Sache neu angefangen. Das hier ist auch eine Vierernadel, das sieht man aber nicht mehr so gut. Ist eine Vierernadel. Und ich habe einfach ein Quadrat gehäkelt. Ohne Wenn und Aber. Einfach schnurstracks ein Quadrat. Von vorne wie von hinten. Ja. Also ohne viel nachzudenken, sondern irgendwie hatte ich Lust, irgendwas Einfaches, Flockiges zu häkeln. Und ja, dann wurde es halt das Quadrat. Das ist einmal hier in dem Projektbeutel. Das ist der von Trendfadenliebe, auch im Etsy-Shop. Der ist innen drin wunderbar pink und außen so Imitat, Lederimitat oder so Plastik. Ich weiß nicht, wie man das so richtig nennt. Ja, und da wohnt von Wolle 1000 ein Bobbel drin oder eine Wicklung drin. Trend Merino. 50 Merino-Wolle und 50% Acryl. Für eine 2er bis 5er Nadel geeignet und es hat 1450 Meter. So, und das ist so ein Verlauf wie ein Sonnenuntergang, finde ich. Den wollte ich ja eigentlich meiner Mama geben, aber die hat ja dann den von der Miss Pipinella bekommen. Und ja, deswegen ist er noch bei mir und ich dachte jetzt irgendwie, ach komm, häkelst du einfach in dem Dunkelrot normale Stäbchen und dann, wenn es in das leichte Rot geht, ein anderes Muster und dann immer ein anderes Muster, wenn die Farbe wechselt. Ja, oder vielleicht 2 Muster in Wechsel, das Dunkelrot so, das Hellrot so, das Orange dann wieder wie das Dunkelrot. Mal schauen. Also da habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe einfach ein ganz klein bisschen gehäkelt. Ihr seht, es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ja, dann suchen wir uns mal einen Maschenmarkierer raus oder ich mir so rum. Irgendwie finde ich das Kleeblatt dafür passend. Schlicht und einfach ist es. Und dann brauche ich noch einen Halter. Oder ja, mein Maschenhalter sozusagen. So. Dann machen wir das mal fest. Damit ich mir hier das nicht aufziehe. Ja, der wird aber nur ab und an ein bisschen wachsen, weil ich jetzt schon wieder darüber nachgedacht habe, ein Muster für eine Hexagonjacke zu machen. Aber zuerst will ich abwarten, was bei der Babydecke rauskommt. Deshalb kriege ich im Laufe der Woche dann Bescheid. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, so ist das. Ja, und das waren dann auch schon die kleinen Projekte.
die bei mir sozusagen am Start sind. Mehr ist es nicht, aber ist auch völlig ausreichend für mich jetzt erstmal. Weil wie gesagt, in der Woche will ich noch das Video auf jeden Fall zu ihr drehen und zu ihm, zum Top. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, ich hoffe, eure Woche war schön und ihr konntet ein bisschen euch entspannen, ein bisschen die Zeit genießen. Auch wenn man arbeiten geht, kann man das ja immer ganz gut so ein bisschen abschalten, je nachdem, wie man arbeitet, morgens oder mittags oder abends. Ja, ich hoffe, euch macht die Arbeit auf alle Fälle Spaß, weil das finde ich immer ist das Wichtigste, dass man Spaß dabei hat und Freude daran hat. Und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und lasst mir gerne ein Däumchen da. Das würde mich natürlich mega freuen. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns nächsten Samstag. Tschüss!